Hi und willkommen in diesem Video. Heute soll es um 3 kleine Tipps gehen, die du als Fotografieanfänger beachten kannst, wenn du möchtest und die dir helfen werden, vielleicht bessere Fotos zu machen. Der Tipp Nummer 1 ist... Jetzt habe ich den Faden verloren. Tipp Nummer 1 dabei ist natürlich, schalte deine Kamera, wenn es geht, überall auf Automatik. Zum Beispiel in den Automatikmodus, der meistens mit einem grünen Logo versehen ist. Wenn du eine Fuji hast, drehe alle möglichen Räder auf A, auch den Blendenring, oder je nach Ausführung stell im Menü alle Dinge auf Automatik. Siehst du, wie sich die Dinge verändern und kannst dir ein paar Sachen vielleicht schon merken. Hast du eine Nikon aus der 3000er Serie, dann hast du sogar einen Guide-Modus mit drin, der dich in all die Formate hineinführt, zum Beispiel Porträt, Sport etc. Dann siehst du auch ganz gut, was sich eigentlich ändern muss, um welche Dinge zu erreichen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2. Automatikmodus fotografieren ist im Übrigen null Schwäche oder so. Letzten Endes zahlen wir ja alle dafür, dass diese Kameras je moderner umso mehr können und umso mehr Automatik machen. Wenn du also auf Automatik das Fotografieren beginnst oder eher dir selbst näher bringst, dann ist das eher Sinn und Zweck der Sache. Tipp Nummer 2. Tipp 2, hast du das alles mit Bravour bestanden, bist du der Meinung, du willst einen Schritt weiter gehen, dann empfehle ich immer in den A-Modus zu wechseln. Im Blendenprioritätsmodus hat natürlich die Blende Priorität. Das bedeutet, du stellst die Blende fix, also fest ein. An einer Fuji bedeutet das, du stellst alles auf Automatik, außer die Blende. Die stellst du in den M-Modus oder je nach Objektivwahl dann direkt auf die Blende, die du möchtest. Für alle anderen bedeutet das, du stellst das Drehrad auf A, bei einer Canon auch auf AV, wählst dann mit dem Einstellrad deine gewünschte Blende, die dir dann auch den Bildlook vorgibt. Dazu vielleicht später in einem anderen Video mehr. Und den Rest lässt du wie immer auf Automatik. Ein kleiner Nebentipp. Die ISO, die, wie ich finde, für viele das Schwerste ist, kannst du bei vielen Kameras, auch schon bei älteren Kameras, ebenfalls in eine sogenannte ISO-Automatik stellen. Dazu gehst du mal in deine Kamera und suchst mal nach diesem Wort ISO-Automatik. Bei vielen kann man das sogar von außen einstellen, bei manchen muss man ins Menü. Sinn dieser Sache ist, du stellst die kleinste oder die sinnvollst kleinste 100 oder ISO 200 fix ein und mit der aktivierten Automatik gibst du ein Limit für die Kamera vor, zum Beispiel 1600 oder 3200, und die Kamera nutzt, bevor sie die Belichtungszeit ändert, lieber die ISO zum Einstellen deiner Belichtung. Weiter geht's zu Tipp Nummer 3. So, und mein letzter und dritter Tipp an dieser Stelle: rücke deinen Hut zurecht. So, mein letzter und dritter Tipp an dieser Stelle ist eigentlich auch total einfach. Und zwar, probier dich selbst aus. Probier dich erstmal aus. Und zwar mit allem, was es gibt. Schon was dein Stil, wie man so schön sagt, anfangen. All die Bens und Stephans und Peters, weiß der Geier, wie die alle heißen, haben mich damals zwar inspiriert, allerdings auch meistens verwirrt zurückgelassen. Und so richtig gelernt hat man nie was. Und am Ende bringt man sich tatsächlich alles selbst bei. Und da das auch bei dir der Fall sein wird, in den meisten Fällen zumindest, kann ich dir nur empfehlen, probier dich einfach selbst aus. Nutze alle Quellen zur Information. Das Geräusch ist im Übrigen, hier ist ein Modellhelikopter. Nutze alle Quellen der Information, um dich eben zu informieren, aber mehr auch nicht. Auf gut Deutsch, mach dein Ding und dann wirst du auch deinen Weg finden. Und wenn was nicht hinhaut, dann mach einfach weiter, probier dich aus, probier es nochmal. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß mit deinem Fotografie-Game und hoffe, ich sehe dich in einem meiner nächsten Videos wieder. Das war's an dieser Stelle. Ich sag ciao, dein René von Farbsynthese. Wenn dir das Video gefallen hat, dann küsst jetzt den Abo-Button, mach ein Like und lass einen Kommentar da. Bis bald.